Was sind eigentlich die Vorteile eines zweiten Passes, einer zweiten Staatsbürgerschaft? Das genau wollen wir uns in diesem Video noch einmal zusammenfassend anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch du dich mit dem Thema zweite Staatsbürgerschaft, Zweitpass, Plan B beschäftigst, dann lade ich dich herzlich ein zu unserem Schweizer Taschenmesser für dein Plan B Seminar, das wir regelmäßig in Zürich veranstalten, wo wir uns 2 Tage lang sehr intensiv mit genau diesen Themen beschäftigen, wie zum Beispiel zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltstitel, Vermögensdiversifikation, Kontoeröffnungen im Ausland, Gold im Ausland aufbewahren. Wir beschäftigen uns dabei natürlich auch immer intensiv mit dem Thema Geopolitik, denn es ist ja nicht nur der digitale Gulag, der in der EU immer mehr zum Problem wird. Es besteht ja auch ganz konkret die Gefahr, dass wir in einen Krieg verstrickt werden. Und da ist natürlich die richtige geopolitische Einschätzung dann auch extrem wichtig. Wir haben deswegen wieder mit dabei den General außer Diensten Erich Warth, den du vielleicht aus Funk und Fernsehen kennst. Er war lange Jahre Sicherheitsberater von Kanzlerin Angela Merkel und er wird dir hinter verschlossenen Türen seine Einschätzung zur geopolitischen Lage in Europa und der Welt geben und wie du möglicherweise von einem Krieg bedroht bist. Er hat ja Zugang zu Informationen, zu denen wir alle keine haben. Also das ist sehr interessant, wenn du dich ernsthaft mit diesem Thema tatsächlich beschäftigen willst oder wenn du Kinder, Enkel hast, die möglicherweise davon betroffen sein würden. Also all das in Zürich, Termine auf unserer Webseite und weitere Informationen, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Wir haben ja schon etliche Videos hier gemacht zum Thema zweite Staatsbürgerschaften, aber ich sehe es immer wieder auch auf unserem Telegram-Kanal. Übrigens ein sehr guter Kanal, den du unbedingt abonnieren solltest, wo es sehr lebhafte Diskussionen zu all diesen Themen gibt. Ich sehe es immer wieder auf diesem Telegram-Kanal, dass für viele dochmals die ganz grundlegenden Infos auch noch nicht so ganz klar sind, die ganz grundlegenden Fakten. Man kann sich auch sehr einfach im Detail verlieren, was das Ganze anbelangt. Aber für viele ist eben nicht klar, ist eigentlich eine zweite Staatsbürgerschaft, ein Zweitpass etwas, das mir etwas bringt? Sollte ich das machen? Muss ich das vielleicht priorisieren? Brauche ich dafür viel Geld? Was kostet das? Deswegen will ich dir in diesem Video dazu ganz kurz einen Überblick verschaffen in aller Kompaktheit. Wir haben, wie gesagt, schon viele Videos auf diesem Kanal dazu veröffentlicht. Schau dir die am besten einfach mal an, wenn dich dieses Thema interessiert. Und wenn du dich dann selbst damit beschäftigst, wenn du auch selbst dich diesbezüglich beraten lassen willst, dann kannst du über unsere Webseite dazu eine Potenzialanalyse anfordern, wo wir für dich analysieren, ob ein zweiter Pass für dich Sinn macht. Und mein Kollege Daniel ist, wie gesagt, der sich dann damit auseinandersetzt. Der kann dich dazu natürlich dann auch beraten und wir können dir natürlich bei der Beschaffung zweiter Pässe helfen. Also, warum ist ein zweiter Pass sinnvoll? Wobei kann ein zweiter Pass helfen? Insbesondere, wenn ich mir jetzt Deutsche, Österreicher und Schweizer anschaue. Zunächst muss man ja sagen, dass nur Deutsche und Schweizer so ohne weiteres einen zweiten Pass überhaupt haben können. Österreicher können das leider nicht. Wobei auch für Österreicher gibt es bestimmte Möglichkeiten. Da will ich nachher noch ein paar Worte dazu sagen. Deutsche können aber so viele Staatsbürgerschaften haben, wie sie möchten. Ebenso natürlich auch Schweizer, die schon viel länger. Hier gibt es also keine Restriktionen. Hier muss man also nicht die deutsche Staatsbürgerschaft dafür ablegen. Hier muss man also keinen speziellen Antrag stellen. Hier muss man nicht um Erlaubnis fragen, den Staat. Das kannst du einfach machen, ohne dass irgendjemanden melden zu müssen, wenn du den Pass beantragst. Wenn du übrigens dann einen neuen deutschen Pass beantragst, weil dein Pass abgelaufen ist, dann wirst du schon angeben müssen, dass du eine zweite Staatsbürgerschaft, einen zweiten Pass in der Zwischenzeit erworben hast. Ansonsten ist das einfach eine Ordnungswidrigkeit. Also für Deutsche und für Schweizer also kein Problem, einen solchen Pass zu haben. Was sind also die Vorteile eines solchen Passes? Also zunächst mal muss man grundsätzlich sagen, dass sowohl der deutsche als auch der österreichische, also der Schweizer Pass natürlich zu den besten Pässen der Welt gehören. Es gibt keine Pässe, in die du in mehr Länder visumsfrei einreisen kannst. Alle diese Pässe gehören zu den Top 10 der Pässe weltweit. Die sind besser zum Beispiel als der amerikanische Pass, was jetzt die Möglichkeit anbelangt, eben visumsfrei durch die Welt zu reisen. Also deswegen macht es absolut keinen Sinn, sich einen Zweitpass zu besorgen. Das Thema Mobilität spielt also absolut überhaupt
keine Rolle. Da wirst du wenige Pässe finden, die besser sind als der deutsche, als der österreichische oder als der Schweizer Pass. Ich sage das deswegen, weil das ja der Ursprung ist der sogenannten Investmentpässe. Früher haben sich dafür vor allen Dingen Bürger aus Staaten wie Afghanistan oder Pakistan interessiert, die ja sehr schlechte Pässe haben, die ja nirgendwo mit diesen Pässen hinreisen können. Jetzt konnten sie sich eben einen Karibikpass kaufen und mit diesem Karibikpass können sie dann in ganz viele Länder visumsfrei einreisen. Das ist für solche Personen eben eine echte Erleichterung. Das erhöht natürlich enorm die Mobilität, wenn du jetzt geschäftlich viel unterwegs bist und du musst nicht für jedes Land ein Visum beantragen. So, für Deutsche, Österreicher und Schweizer ist daher natürlich der Pass, der Zweitpass, tatsächlich etwas, das vielmehr eine strategische Bedeutung hat und nicht jetzt irgendeinen kurzfristigen Vorteil. Was ist zum Beispiel diese strategische Bedeutung? Da möchte ich mich jetzt vor allen Dingen auf die Deutschen konzentrieren, weil die Österreicher und Schweizer haben diese Probleme nicht. Deutschland hat ein Passgesetz und dieses Passgesetz ist etwas, das die Nazis eingeführt haben. Und da gibt es die perfidesten Methoden, die du dir überhaupt nur vorstellen kannst, wie dir als Deutscher im Grunde genommen der Reisepass abgenommen werden kann oder die Ausstellung eines neuen Reisepasses versagt werden kann. Ich rede jetzt nicht davon, dass dir die Staatsbürgerschaft entzogen werden kann. Ich rede davon, dass dir der Pass als Dokument weggenommen werden kann oder die Ausstellung eines neuen Passes verweigert werden kann. Wann kann das passieren? Nach Paragraph 7 des Passgesetzes. Zum Beispiel dann, wenn du dich angeblich versuchst, deinen steuerlichen Verpflichtungen zu entziehen. Also, das bedeutet nicht, dass du wegen Steuerhinterziehung angeklagt bist oder verurteilt bist. Darum geht es gar nicht. Oder wegen Steuerbetrug. Oder dass du nachgewiesenerweise irgendwas falsch gemacht hast. Wenn das Finanzamt vermutet, dass du möglicherweise das Land verlassen könntest, weil du deine Steuern nicht bezahlen willst, aktuelle oder zukünftige Steuern, denken wir vielleicht mal an das Thema wie Vermögensbesteuerung oder Besteuerung nach Staatsbürgerschaft, dann kann dir der deutsche Pass abgenommen werden oder die Ausstellung eines neuen Passes kann dir verweigert werden. Ich hatte das Beispiel mal gebracht, einer Mandantin, die in Kanada wohnt. Sie hatte Deutschland vor einigen Jahren verlassen und das Finanzamt war der Meinung, dass sie jetzt dort in Deutschland noch Geld schuldet, dass sie dort nicht alle Steuern bezahlt hat. Und dann hat die Finanzbehörde schlicht und ergreifend diese Info in ein System eingegeben. Dann ist die Dame nichtsahnend zur deutschen Botschaft in Kanada gegangen. Das tut man ja, wenn man im Ausland lebt und der deutsche Pass ist abgelaufen, um sich einen neuen zu besorgen, gestern zur Botschaft. Und die Botschaft hat die Ausstellung eines neuen Passes verweigert. Und hat darauf hingewiesen, dass es dort mit dem Finanzamt Probleme gibt. Und jetzt muss man erstmal die Finanzamtsprobleme klären, bis man dann einen Reisepass bekommt. Man kann natürlich ein Reisedokument erhalten, mit dem man nach Deutschland zurückkehren kann, aber einen Pass gibt es nicht mehr. So, jetzt musst du dir mal vorstellen, was das konkret bedeutet. Okay. Die Dame ist jetzt in Kanada. Kanada ist natürlich ein wunderschönes Land. Aber du kannst zum Beispiel ja dann nicht mal mehr in Kanada dein Visum verlängern, wenn du keinen Pass mehr hast. Du kannst in dem Land keinen Führerschein beantragen. Du kannst in dem Land keine Bankkonten aufmachen. Du kannst dich möglicherweise nicht ausweisen. Du kannst nicht mehr verreisen. Du kannst also überhaupt nichts machen. So, hätte die Dame jetzt zum Beispiel einen zweiten Pass, ja, egal von welchem Land, dann wäre der deutsche Pass ja erstmal egal. Also, sie würde natürlich hoffentlich trotzdem das Problem regeln, das ist ja klar, aber sie wäre weiterhin handlungsfähig. Sie wäre nicht komplett aufgeschmissen. Ja. In dieser Situation ist also ein zweiter Pass sehr hilfreich. Das Passgesetz geht aber noch weiter, denn es sind nicht nur Steuerschulden, die hier geregelt werden. Der deutsche Pass kann ja auch dann abgenommen werden, entwertet werden oder die Ausstellung eines neuen Passes verweigert werden, wenn man das Gefühl hat, dass du dich von der Wehrpflicht drücken willst. Auch das natürlich ein aktuelles Thema. Stell dir mal vor, du hast jetzt einen Sohn, der ist 18 Jahre alt, der zieht jetzt ins Ausland um, weil er im Ausland studieren möchte. Dann bricht in Europa ein Krieg aus, weil unsere verrückte Bundesregierung sich hier in Aufrüstung und Kriegstreiberei hineinsteigert. Glücklicherweise denkst du, ist mein Sohn jetzt im Ausland, er wird also davor verschont, eingezogen zu werden. Aber dann kann eben die deutsche Bundesregierung sagen, okay, du willst hier nicht antreten, du willst hier nicht Frontdienst leisten, du willst dich hier nicht als Kanonenfutter verheizen lassen. Also nehmen wir dir den deutschen Pass ab. Du kriegst keinen neuen Pass mehr, dein bestehender Pass ist ungültig, das heißt, du kannst damit bei keiner Airline mehr einchecken, du kannst damit das Land nicht mehr verlassen. Da hast du das gleiche Problem wie die deutsche Dame in Kanada, von der ich gerade eben gesprochen habe. Auch dann kann es natürlich extrem hilfreich sein, wenn der Sohnemann dann einen zweiten Pass hat, dann kann der deutsche Pass ja ruhig ungültig sein, kann damit ganz normal sein Leben führen, bleibt eben handlungsfähig, was du ja effektiv ohne Ausweisdokument
nicht bist. So, der dritte Vorteil eines ausländischen Passes ist zum Beispiel die Ausreise. Wir haben ja bei Corona alle erlebt, dass es dort immer strenge Reisebeschränkungen gab. Kommt es mal wieder zu einer Pandemie oder auch zu einem Spannungs- und Verteidigungsfall oder zu einer ähnlichen Katastrophe, kann es wieder Reisebeschränkungen geben. Und dann wirst du mit einem zweiten Pass immer in der Lage sein, das Land zu verlassen, denn es kann dir ja niemand verwehren, nach Hause zurückzukehren. Wenn du jetzt einen Pass in einem Land hast, das man auch per Auto erreichen kann, dann kann dir auch niemand verwehren, mit dem Auto das Land zu verlassen. Du musst also nicht mal unbedingt fliegen. Das ist der dritte Vorteil eines zweiten Passes. Und das sind jetzt übrigens alle Szenarien, wo ich gar nicht davon ausgehe, dass du die deutsche oder die österreichische oder die schweizerische Staatsbürgerschaft aufgibst. Die würdest du natürlich weiterhin behalten. Wobei natürlich die Szenarien, die ich jetzt gerade eben beschrieben habe, für Österreicher aus den genannten Gründen nicht realistisch sind. Aber du würdest im Grunde deine Staatsbürgerschaft nicht aufgeben. Ja, also das ist ganz klar, die würdest du weiterhin behalten. Du hättest eben dann zwei Pässe. So, ich habe noch zwei andere konkrete Anwendungsfälle, wo ein solcher Pass sinnvoll sein kann. Nämlich der vierte Fall, das ist das ganze Thema digitale ID. Du weißt ja, dass die digitale ID in der EU kommen wird, und zwar in allen Ländern. Das ist bereits so beschlossen. Da führt kein Weg mehr dran vorbei. Bringt es auch nichts, sich dagegen zu wehren. Okay, du kannst vielleicht das nicht machen, aber irgendwann wird es so sein, wie es zum Beispiel jetzt in Indien oder auch in Vietnam so ist, dass du zwangsweise dein Bankkonto mit einer digitalen ID verknüpfen musst. So, jetzt gibt es natürlich verschiedene Anwendungsmöglichkeiten dieser digitalen ID. Jetzt kann man das Ganze sehr nüchtern betrachten. Jetzt kann man sagen, okay, das wird dann einfach zur Identifikation dienen. Da gibt es keinen bidirektionalen Austausch, aber wenn wir uns zum Beispiel so Länder wie Indien anschauen, die ja sehr weit sind bei diesen Themen und wo, wie gesagt, zum Beispiel alle Bankkonten mit einer digitalen ID verknüpft sind, dort gibt es bereits einen digitalen Austausch. Also das heißt, als Inder verknüpfst du dein Bankkonto mit deiner digitalen ID und dann erfährt letztlich die Finanzbehörde in Indien, das Finanzamt, in Echtzeit, was du jetzt gerade mit dem Konto machst. Jede Kreditkartenzahlung, die über das Telefon läuft, alle Überweisungen, die über das Konto laufen, landen alle direkt beim Finanzamt. Jetzt kannst du sagen, naja, okay, gut, das Finanzamt kann ja sowieso auf alle meine deutschen Konten reinschauen, jederzeit. Nun, das ist schon richtig, aber es ist natürlich nochmals ein ganz anderes Level von Kontrollmechanismus, wenn das dann direkt über eine digitale Integration läuft und dann möglicherweise auch international so gemacht wird. So. Und jetzt stellen wir uns einmal das Szenario vor, von dem wir am Anfang gesprochen haben. Stellen wir uns einmal vor, dir wird der Pass entzogen, aus welchem Grund auch immer, weil du vielleicht eine zukünftige Vermögensbesteuerung nicht hinnehmen willst. Dann wird ja nicht nur dein deutscher Papierpass gesperrt, dein deutscher Plastikpersonalausweis gesperrt, sondern auch die digitalen Varianten davon. Ergo, wenn du diese mit einem Konto verknüpft hast und die Konten dann voraussetzen, dass du zum Kontozugriff die Verknüpfung mit der digitalen ID benötigst, würdest du somit dann auch den Zugang zu all deinen Konten verlieren, wenn du deinen Pass verlierst. Insofern kann es natürlich sinnvoll sein, den Pass eines anderen Staates zu haben, auch wenn dieser Staat ebenfalls eine digitale ID ausgibt, du aber vielleicht in diesem Staat zum Beispiel gar nicht steuerpflichtig bist, dann ist ja das Risiko, dass mit deinen Daten dann, selbst wenn der Staat die zum Beispiel bekommen würde, irgendwas macht, ziemlich gering. So, und der fünfte und letzte Vorteil eines Zweitpasses ist im Grunde das Thema Besteuerung der Staatsbürgerschaft. Wenn das mal irgendwann kommt, dann kannst du dich nur mit einer zweiten Staatsbürgerschaft davon retten, beziehungsweise das muss dann auch deine einzige Staatsbürgerschaft sein. Du müsstest dann tatsächlich auch die deutsche oder österreichische Staatsbürgerschaft abgeben oder die Schweizer, wobei ich nicht glaube, dass die Schweizer sowas machen würden. Das wäre also ein drastischer Schritt, der bei den anderen 4 Vorteilen, die ich gerade eben genannt habe, gar nicht notwendig wäre, damit du von diesen Vorteilen profitieren kannst. Tatsächlich haben wir Mandanten, die sich dafür bereits jetzt entschieden haben. Sie haben sich dafür entschieden, dass sie die Staatsbürgerschaft abgeben, nur weil sie sich so große Sorgen machen, dass eine solche Besteuerung der Staatsbürgerschaft in Zukunft kommen wird. Würde ich dir raten, das leichtfertig zu tun? Natürlich nicht. Aber ich will dir damit nur sagen, dass es tatsächlich Personen gibt, die schon so weit gehen. So, nachdem wir die Vorteile geklärt haben, jetzt die Frage, wie du an eine solche Staatsbürgerschaft kommst. Nun, der einfachste Weg ist ehrlich gesagt per Abstammung. Das ist komplett kostenlos und tatsächlich für viele viel einfacher, als sie denken. Wenn du Vorfahren hast aus anderen Ländern, sagen wir zum Beispiel mal Polen oder Italien oder Frankreich, dann hast du möglicherweise das Recht, dort ebenfalls die Staatsbürgerschaft zu erhalten. Wir haben es jetzt ja in Spanien gesehen, die haben das jetzt sehr weit gefasst gerade. Dort konnten auch all jene jetzt die spanische Staatsbürgerschaft beantragen, die Opfer der
Kolonialisierung durch die Spanier waren, also ein sehr weit gefasstes Programm. Wohl über 3 Millionen sollen da den spanischen Pass erhalten haben, beziehungsweise im Prozess sein, diesen zu bekommen. Das zweiteinfachste ist dann einfach durch Einbürgerung. Du kannst einfach in ein Land ziehen und kannst dann dort in der Regel nach wenigen Jahren die Staatsbürgerschaft bekommen. Normalerweise sind es 4 bis 5 Jahre. Wir organisieren ja zum Beispiel regelmäßig Seminare in Irland. Der irische Pass ist mit einer der interessantesten Pässe, den es gibt. Du kannst super reisen, du kannst damit nicht nur in Irland leben, sondern auf allen britischen Inseln inklusive dem UK. Ein englischsprachiges Land, kein NATO-Mitglied, weit ab vom Schuss. Dort bekommst du den Pass nach 5 Jahren. In den ersten 4 Jahren musst du nicht in Irland anwesend sein, im 5. Jahr dann allerdings schon. Viele Mandanten ziehen dann dort zum Beispiel mit Familie hin. Die Kinder erleben eine englische Schulausbildung, steuerlich gesehen sehr attraktiv. Und man nimmt den Pass dann einfach nach wenigen Jahren mit. Man muss dafür nicht irgendwie Gälisch sprechen, dann ist es nicht besonders kompliziert. Die Iren sind da sehr pragmatisch. Wenn dich das übrigens interessiert, dann komm zu unserem Seminar Auswandern nach Irland, das wir regelmäßig dort veranstalten. Infos dazu auf unserer Webseite. Aber im Grunde bieten das viele Länder an. Die Schweiz ja zum Beispiel auch. Dort geht es eben 10 Jahre, bis du dann den Pass beantragen kannst. Argentinien zum Beispiel sehr kurz, da geht es nur 2 Jahre. Aber in der Regel muss man davon ausgehen, dass es eben 5 Jahre sind, bis du dann die Staatsbürgerschaft und den Pass beantragen kannst. Und wenn dir das eben alles zu lange geht und du sagst, ich will jetzt auf keinen Fall 5 Jahre warten, dann kannst du eben auch einen Pass kaufen. Es gibt sogenannte Citizenship by Investment Programme. Dort machst du dann eine Spende an einen Staat. Normalerweise fängt das so ungefähr bei 100.000 bis 150.000 Euro an. Für eine Familie bist du dann normalerweise so bei 200.000 Euro. Es muss also nicht jedes Familienmitglied natürlich diesen vollen Preis bezahlen. Und dann kannst du davon ausgehen, dass du den Pass innerhalb von 6 Monaten hast bei Ländern, wo es schnell geht. Es gibt auch Länder, da geht es länger. Und da gibt es jetzt verschiedene Spielweisen von diesem Programm. Du kannst zum Beispiel in der Türkei eine Immobilie kaufen für $400.000, dann schenken sie dir den Pass. In anderen Ländern ist es einfacher, denen einfach das Geld zu geben. Du willst nämlich dort wahrscheinlich gar keine Immobilie haben, weil das an eine bestimmte Bedingung geknüpft ist. Also die meisten Mandanten bezahlen einfach diese Spende und bekommen dann den Pass. Wir können dich dabei unterstützen bei Passbeantragung in allen Ländern, die solche Programme anbieten. Wie gesagt, mein Kollege Daniel, der kümmert sich darum bei uns in-house. Wenn dich das interessiert, dann kannst du kostenlos auf unserer Webseite eine Potenzialanalyse anfordern. Dann prüfen wir deine Angaben und lassen dich wissen per E-Mail, welche Programme da zum Beispiel in Frage kommen. So, abschließend vielleicht noch eine Info für Österreicher. Das hatte ich ja vorhin angekündigt. Panama bietet ein Programm an, wo du 300.000 in Immobilien investierst, ins sogenannte Qualified Investor Programm. Da kannst du nach 5 Jahren die Staatsbürgerschaft beantragen, aber auch schon davor bekommst du im Grunde genommen sofort einen Reisepass, ohne dass du die panamesische Staatsbürgerschaft hast. Das heißt, das ist dann mit Österreich tatsächlich kompatibel. Du hast dann einen Reisepass von Panama, aber in dem Reisepass steht drin, dass deine Staatsangehörigkeit eben österreichisch ist und nicht panamesisch. Das heißt, das kannst du auch als Österreicher nutzen, ohne die österreichische Staatsbürgerschaft gefährden zu müssen. Wie gesagt, wenn dich das Ganze interessiert, wir können dich gerne dabei unterstützen, einen solchen Pass zu beantragen. Wir können dich gerne dazu beraten. Hier ist mein Kollege Daniel, der Experte dafür. Alle weiteren Details auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, dich entweder in Zürich oder im Beratungsgespräch kennenzulernen oder bei einem unserer anderen Seminare. Wir helfen seit über 20 Jahren Mandanten dabei, sich im Ausland steueroptimiert aufzustellen, auszuwandern, ihr Vermögen zu schützen, zweite Staatsbürgerschaft zu beschaffen und sich vor der Zugrifflichkeit des Staates und der EU zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.